Okay, meine lieben Freunde, wir willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen und heute schauen wir uns mal Home Assistant OS in einer Virtual Maschine an. Viele wollen einfach nicht extra noch einen zusätzlichen Computer da stehen haben, der standalone läuft, nur für Home Assistant, sondern möchten das halt in einem anderen Modell mitnutzen, wo schon diverse andere Anwendungen laufen, wie zum Beispiel Miner oder Docker mit diversen Anwendungen. Und dann ist eigentlich Home Assistant für Docker eine sehr gute Lösung, muss man wirklich sagen. Das läuft, kommen im Artikel auch noch zu sprechen drauf. Funktioniert sehr gut. Ich habe das jetzt mehr oder weniger 2 oder 3 Jahre so laufen gehabt, aber mir steht der Sinn nach mehr. Deshalb, wer Home Assistant die perfekte Lösung sucht, der wird irgendwann an HAOS, also Home Assistant Operating System, nicht vorbeikommen. Diesen Punkt habe ich auch erreicht und ich habe sehr viele Szenarien durchprobiert, auch mit KI-Hilfe. War jedes Mal ein Desaster. Windows für Desktop kannst du es vergessen, da kriegst du es überhaupt nicht ans Laufen. Es funktioniert nicht. Das ist wie gesagt die Docker-Variante ohne den Supervisor und ohne den Add-on Store. Auf das muss man dann verzichten. Aus dem Add-on Store kann man sich natürlich dann unter Docker installieren. Das ist also kein Thema, das würde gehen. Ja, gut. Der Einfachkeitshalber HAOS ist halt dann doch einfach die perfekte Lösung. Also habe ich mich jetzt einfach mal entschieden dazu und habe dann noch anderweitige Tests gemacht. Ich habe Hyper-V durch den Kakao gezogen, von vorne bis hinten. War nicht ans Laufen zu kriegen. Ich habe VirtualBox durchexerziert, nicht ans Laufen zu kriegen, also unter Windows. Könnt ihr es eigentlich vergessen und das sind hier AMD Ryzen 9, die da laufen, 7er, Entschuldigung. Und die haben auch entsprechend RAM, also das hat aber alles immer nicht funktioniert. Im Endeffekt war es immer wieder das Netzwerk. Und wer dann noch HomeKit oder Google Home mit integrieren will, wegen der Spracherkennung oder ein paar anderen Features, der wird dann wieder an das Problem kommen, MDNS. Ja, das ist dann das nächste Thema. Bleiben wir dann da hängen, das heißt, es führt über kurz oder lang kein Weg dran vorbei, sich eine Standalone-Maschine hinzustellen mit HAOS oder man macht eine Linux-Maschine und nimmt da KVM. Ja, KVM bauen Linux und KVM und nicht Linux und VirtualBox. Das ist ganz einfach, KVM Kernel Virtual Machine, das ist, oder so ähnlich heißt das. Wird das aufgesetzt, läuft direkt im Linux-Kernel, schneller, brisanter geht's nicht, läuft eigentlich sehr gut. Ich habe das auf einem anderen Ryzen 7 Maschine ausprobiert, das komplette Setup am Laufen gehabt, hat wunderbar funktioniert. Und jetzt bin ich halt an dem Punkt, dass ich es aufs Produktivsystem übertragen möchte und die Installation jetzt auf dem Produktivsystem werden wir zusammen jetzt machen. Gehen wir Schritt für Schritt durch, auf was du achten musst. Am Homepage-Artikel findest du natürlich weitgehend alles, was hierzu relevant ist. Siehst du jetzt ja gerade auf dem Bildschirm den Homepage-Artikel. Das Video ist natürlich noch nicht fertig. Das machen wir gerade, aber der Artikel ist schon geschrieben. Da ist nochmal alles dann aufgeführt für dich, was du dann wissen musst. Multiclass DNS, also dieses MDNS, HomeKit und Google Home verlassen sich darauf. Ist ein Ding, braucht man einfach. Das Ganze stirbt bei Windows-Umgebung in der Regel an der Traffic, an der virtuellen Bridge. Und du kannst drauf und runter konfigurieren, was du willst. Ich habe das tagelang mit der KI versucht, Fehler zu finden, Bypasse zu machen, das ans Laufen zu kriegen. Nein, ist nicht. Und dann ist die Kiste auch noch langsam, also 27 Tuya-Geräte, glaube ich, ungefähr, brauchen dann 5 Minuten für die Tuya-Integration, um sie zu laden. Das ist der nächste Punkt. Es ist schön langsam. Und wenn wir jetzt einfach berücksichtigen, dass wir das ganze virtuelle Maschine nur natürlich mit den Basics laufen lassen, das heißt 2 Megabyte RAM, empfohlen 4, ich habe es mit 2 im Test am Laufen gehabt, das funktioniert hervorragend, also 2 Gigabyte RAM. Und 2 CPUs hat auch hervorragend funktioniert. Für die Installation empfehle ich natürlich jetzt erst einmal die Maschine dann mit 8 GB RAM auszuspachten und natürlich dann mal 4 oder 6 Prozessoren locker zu machen für die Installation. Kann man dann ja wieder runterfahren. Windows, VMware, VirtualBox und Hyper-V. Also VirtualBox haben wir schon angesprochen, geht nicht. VMware, dasselbe, geht nicht. Warum? Hyper-V auch nicht funktioniert, ist der Grund. Windows. Da bleibst du hängen, am BSL bleibst du hängen. Es gibt Network Host Mode für Docker, es gibt Network Mirroring für die Ports.
Du kannst hier reinklatschen, was du willst. Ich habe es nicht geschafft, es durchzukriegen, dass es stabil läuft. Also ich habe es zwar geschafft durchzukriegen, ja, gebe ich zu, aber es ist nicht stabil. Also ich habe keine Lust, nachts alle 3 Stunden aufzustehen, um meinen Home-Assistenten neu zu starten, damit der dann wieder die Klimaanlage schaltet oder nicht schaltet. Also das ist mir dann zu kindisch. Ich erwarte ein 7-24-Stunden-System, 365 Tage im Jahr und so muss das sein. Dann braucht Windows viel zu viel Ressourcen-Overhead. Und was wir noch ein nächstes Problem bei der ganzen Windows-Geschichte haben, Hardware Pass-Through, das Durchreißen von USB-Zigbees, von USB-Sticks allgemein. Ja, es ist eigentlich nicht zu gebrauchen. Also alles, was unter Windows versuchst, vergiss es, ist Misserfolg. Das war das Wort. Die Docker-Einschränkungen habe ich schon hingewiesen. Ja. Das funktioniert auch nicht. Also läuft so hervorragend. Also der Home-Assistent unter Docker läuft hervorragend, aber wie gesagt, ohne Supervisor und Outstore. Die Backup-Lösung funktioniert allerdings, muss ich jetzt ehrlich sagen. So, dann kommen wir die Lösung. KVM unter Linux. Kernel-Based Virtual Machine. Das heißt, wir haben keine zusätzliche Software, die irgendwas monstermäßiges aufbaut, was wir nicht brauchen. Ist direkt im Linux-Kernel integriert. Es bietet die Performance einer Bare Metal Installation. Es ist der Goldstandard für MDNS-Stabilität und damit die Grundvoraussetzung für ein funktionierendes HomeKit und Google Home Integration. Na, damit werden wir uns jetzt beschäftigen. Da gibt es noch weiter. Moment, da gibt es noch ein kleines Extra. Ja. Virtuelle Maschinen. Ja, so ganz easy ist es dann auch wieder nicht mit dem Netzwerk, weil KVM uns keine Bridge genehmigt. Wer mit VirtualBox oder mit VMware schon mal gearbeitet hat, da kann man eine Bridge machen, dann ist man nicht an die NAT gekettet. Das heißt, Home Assistant hat eine eigene IP und ist direkt ansprechbar. KVM macht das nicht aus einem guten Grund, weil es nie richtig stabil funktioniert. Das hängt jetzt auch, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, LAN, VSWLAN. Wenn ich WLAN verwende, habe ich einfach das Problem, dass ich maximal eine MAC-Adresse zur Verfügung kriege, die ich da durchdonnern kann. Also WLAN hat da einige Einschränkungen drin. Die müssen wir umgehen. Das machen wir auch in diesem Beispiel, weil bei mir hier alles mit WLAN verdingst ist und ich ehrlich zugeben muss, auch wenn es Asien ist, Elektronik hier scheiß billig ist, Kabel sind ja sauteuer. Wir machen in unserer Installation hier WLAN rein. Das heißt, wir verwenden einen dedizierten USB-WLAN-Stick. Diesen Teil kannst du komplett überspringen, wenn du ein LAN-Kabel dran ist, weil LAN-Kabel hat nicht das Adressen, da kriegst du so viele MAC-Adressen durch, wie alles das funktioniert. Da kannst du komplett dein Bridging einstellen und die Sache ist geritzt. In diesem Beispiel machen wir das jetzt mal mit kein Kabel möglich. Ist bei mir jetzt, ja, ein Kabel wäre möglich, aber steht auch nochmal dabei, Schalter und VMs, meistens kläglich die Lösung, externer USB-WLAN-Stick, der exklusiv an die VM durchgereicht wird. Und das ist ja die Stabilität von Linux. Das heißt, auch wenn mein System neu gestartet wird, der Stick wird wieder durchgereicht und die Kiste fährt wieder hoch. Ich kann nicht jedes Mal, wenn ich ein Reset habe, ein Update habe oder die Kiste neu starte, einfach jedes Mal wieder hier diverse Sticks dann weiterleiten oder sonst irgendwas. Das Zeug muss drinnen sein. Es muss eine endgültige, passende, dauerhafte Lösung sein. Wenn du dich mit anderen Sachen zufrieden gibst, sage ich dir nur gleich, lass das. Wir machen nur saubere Geschichten, weil wenn du hier ständig nur in der Kiste rumbasteln willst, kannst du bei Windows bleiben und musst jetzt hier nicht mit Linux anfangen. Linux ist ein wunderbares System, kann ich nur wärmstens empfehlen. Also wenn du den Umstieg gemacht hast, weißt du, von was ich rede, und wenn du daran interessiert bist, kannst du auch gerne mal eine Mail schreiben über die Homepage, einfach Kontakt aufnehmen, Telefonnummer dazu, rufe ich zurück, quatsch mal kurz drüber, berate ich dich auch gern, ist kein Ding. Beratung ist immer kostenlos. Vorteile, die VM kommt in einer echten IP vom Router und umgeht das MDNS-Problem hardwareseitig. Das heißt, wir sind hier hardwaremäßig auf der sicheren Seite. Auch bei WLAN-Nutzung ist der folgende Netzwerkfix als Management-Backup ratsam. Da gibt es dann noch einen kleinen Fix, den wir einbauen an der IP-Tab-Router herum, an den IP-Tablets. Und ja, sollen wir eigentlich nicht machen, aber wir machen uns dann Systemdienst rein. Und hier kommt jetzt unser Schritt-für-Schritt-Installationsleitfaden. Den werde ich jetzt allerdings nicht trocken runterbeten, sondern wir machen das hier wirklich am laufenden System. Ich will wissen, ob der Artikel ja auch so funktioniert. Deshalb nehme ich das Video jetzt mal
gleichzeitig auf, also quasi live. Ich werde es ein bisschen schneiden, ist klar, aber wir werden das generell zusammen durchmachen. So, ihr seht jetzt auch, es gibt hier eine neue Maschine. Das ist unser neuer Server. Der ist jetzt hier auch, wie ihr seht, hier Uptime 26 Tage online. Läuft hervorragend. Inklusive seinen 2 Minern. Er hat ja 2 Miner am Laufen. Und dann hat er noch Docker am Laufen. Da läuft auch noch einiges, ein bisschen im Hintergrund, ein paar Sachen. Wie gesagt, die Maschine ist noch nicht fertig, ist noch nicht in alles Docker umgezogen, aber einiges ist schon drüben. Das System immer noch sauber und stabil mit 8 Kernen, also 16 Threads. Kann ja mal ganz kurz die Kiste ein bisschen vorstellen. Was ich hier ein bisschen witzig finde, also der Prozessor läuft mit 100 Grad, das stimmt nicht, man kann den Computer schon noch anfassen, also da stimmt was mit der Temperatursensor nicht irgendwie so ganz, aber das sind die einzigsten Sensorwerte, die man hier abgreifen kann. 82 Grad für die Grafikkarte, die würde ich jetzt nochmal abkaufen, aber die würde ich auch fast auf unter 70 schätzen. Und die Festplatten liegen im normalen Bereich zwischen 40 und 50 Grad. Dann haben wir unten noch ein bisschen Überblick, welche Programme halt gerade laufen. Und wie gesagt, die ganze Kiste ist also wirklich stabil. Wenn du Windows hast, hast du das Problem, dass du solche Uptime-Zeiten wie 26 Tage, also 4 Wochen Schiffers nicht schaffen wirst. Kein Absturz, kein Ausfall bei Docker, gar nichts. Das ist Linux. An dieser Stelle betont, bekomme keine Werbung. Keine bezahlte Werbung. Es ist einfach meine persönliche Meinung. Haben mich auch lange gesträubt, diesen Computer von Windows Docker, den ich bis jetzt immer auf den Videos verwendet habe, umzustellen auf Linux, weil eben Windows und Docker doch die Mehrheit von euch anspreche, als jetzt mit dem reinen Linux-System. Aber die meisten Docker-Setups könnt ihr so unter Docker Desktop für Windows ja auch benutzen. Na, ihr könnt auch einen Stackfile unter Portainer anlegen, das könnt ihr genauso machen. Schaut auch aus wie eine Docker Compose. Du kannst den Docker Compose einfach reinkopieren und starten unter Portainer. Das ist, funktioniert genauso. Gut, jetzt aber zum Kern der Sache. Jetzt habe ich genug geschwätzt. Ich weiß, ich laber immer so viel. Obwohl ich dafür nicht mal bezahlt werde. Das bringt mich gerade auf den Punkt, wenn dir das Video gefällt und wenn dir das zusagst, was ich hier mache und diesen Kanal finanziell gerne unterstützen würdest, dann findest du Spendenlinks unten in der Videobeschreibung. Ich investiere ja auch meine private Freizeit und mein Equipment und meine Zeit hier. Studien und so weiter und recherchieren, wie es funktioniert und Problemlösungen. Also da wäre ich echt furchtbar dankbar. Und jetzt machen wir mal wirklich los. Noch einmal kurz zurück auf unseren Desktop. Wir brauchen mal kurz Home Assistant OS KVM Image. Draufgehen und landet dann direkt hier bei Linux Home Assistant Operating System. Die VirtualBox Intel-Chip könnt ihr natürlich nehmen, die VDI, wenn ihr das mit VirtualBox ausprobieren wollt. Mir nicht glaubt, ist das eure Sache. Ich empfehle die KVM QCOW2. Das ist die Datei, die du brauchst. Das ist das Image, das du runterladen tust. Das lädst du runter, ganz gemütlich, und dann landet das ja bekanntlich hier in deinem Download-Ordner. Und dann kannst du die Datei mit der rechten Maustaste anklicken und dann hier Entpacken auswählen. Gut, wenn das durch ist, entpackt ist, dann brauchen wir den Befehl, den kriegst du natürlich wieder auf der Homepage. Dann kannst du den rauskopieren, das sind alle Befehle für dich hinterlegt und den Homepage-Artikel verlinke ich natürlich unten in der Videobeschreibung. Dann kopieren wir uns die Datei. Normalerweise bevorzuge ich ja das Verschieben der Datei, also MV. Aber in dem Fall ist es so, die Image-Datei, die haben wir jetzt heruntergeladen und die verwenden wir jetzt als Festplatte. Und wenn die dann die Maschine der Konfiguration fehlschlägt, kann eben sein, dass diese Image-Datei beschädigt wird. Und dann müsstest du sie noch herunterladen. Also würde ich es jetzt von Download-Ordner entsprechend kopieren. Bevor wir die Datei natürlich jetzt kopieren, müssen wir erstmal sudo mkdir machen und uns das Verzeichnis anlegen, da wir KVM noch nicht installiert haben und das Verzeichnis noch nicht haben. Also machen wir hier diesen sudo kvm-p virtual libvirt/image, das legen wir uns an. Und dann brauchen wir den Befehl sudo cp-copy, das ist dann hier, ich habe den Pfad jetzt angepasst, den Pfad hier am Anfang, der in der Homepage angegeben ist, da steht auch dabei, den musst du anpassen. Und die Datei HOS, die habe ich umbenannt, damit sie ein bisschen kürzer auch ist und handelbar ist. Und die verschieben wir in das Verzeichnis, was wir gerade angelegt haben. Das dauert einen kleinen Moment, geht aber recht schnell, Linux ist da recht fix. Und drüben ist die Datei, lass uns das nochmal kontrollieren, gehen wir schnell rüber. Hier liegt sie. AOS passt aber frei und hier die Kopie im Download-Ordner, die haben wir auch noch zurückgehalten.
Der nächste Schritt, den wir jetzt machen, ist, wir installieren uns unsere Programmpakete, KVM, die wir brauchen. Sudo apt install quem KVM, dann die libvirtual und den Daemon System und das ganze Zeug, das hauen wir jetzt einfach in die Kiste rein. Das ist das, was wir brauchen. Da führt auch kein Weg dran vorbei. Wenn du das nicht installierst, wird es nicht funktionieren. So, der nächste Befehl, den wir brauchen, ist Gruppenberechtigungen. Wir müssen noch Gruppen setzen. Wir brauchen also einen Add-User, dann nehmen wir unseren eigenen User. Das machen wir mit der Variable String-User. Den brauchen wir in der Gruppe libvirt und wir brauchen den User in der Gruppe KVM. So, bin bereits Mitglied der Gruppe, dann hat sich das für mich schon erledigt. Ich führe den Befehl aber trotzdem aus. Es geht dabei um die Berechtigungen, sonst muss man einfach zu viel manuell nachbasteln. So, jetzt bauen wir uns ein Skript, das unsere IP-Tablet umbaut. Und zwar so, dass wir das routen können, wie wir es brauchen. Also einmal, wenn wir NAT haben, haben wir eine andere IP-Adresse, die können wir dann damit auch umgehen. Das heißt, wir können unser Gerät anständig ansprechen. Und wir haben den Vorteil, wir können es direkt über LAN ansprechen. Das heißt, wir müssen nicht mehr remote arbeiten, sondern können dann direkt auf unserer lokalen Kiste arbeiten. Das NAT-System behalten wir bei, weil, wie gesagt, oben am Anfang schon erwähnt, ist einfach das Problem, dass hier das mit WLAN auf Bridge nicht läuft. Wenn du ein Kabel hast, streck ein Kabel rein, dann hast du das Problem nicht. Allerdings das Skript hier würde ich trotzdem einarbeiten als Backup, wenn da mal irgendwie was schief geht, dass du immer noch auf deine Kiste draufkommst. So, sudo nano usr local bin und ha network fix.sh. Das ist die Skriptdatei, die wir anlegen. Die brauchen wir, um unsere Änderungen zu verarbeiten, in das System einzuspielen. Wie gesagt, ich kopiere das auch mal als von der Homepage kurz runter hier mit Copy und Paste. Du findest alles auf der Homepage, da kannst du nachschauen. Der Blogbeitrag ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Haben wir eingefügt, machen String O, bestätigen, speichern mit Enter und verlassen das Ganze mit X. Und dann haben wir noch einen Schabernack, den wir noch machen müssen. Wir müssen jetzt natürlich unsere Datei, unser Skript ausführbar machen. Und das machen wir mit chmod und X und dann der Name der Datei für den angegebenen Pfad natürlich. So, jetzt ist die Datei ausführbar, sonst hilft uns das ganze Skript nichts, wenn der Systemdienst es dann nachher nicht starten kann, weil die Datei nicht ausführbar ist. Also das X ist also schon eine sehr wichtige Sache. Gut, unser nächster Schritt, wir legen uns einen Systemdienst an. Das ist gar nicht so schlimm, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wie man meinen möchte. Machen Enter und da brauchen wir jetzt folgenden Inhalt. Das ist wirklich nicht viel, was da drin steht für so einen Systemdienst, aber damit ist das schon definiert. So, wieder String O für Speichern, bestätigen mit Enter und X raus aus Nano. Jetzt sind noch mal stehen, die Datei liegt in etc systemet system und ha-network.service. So, jetzt sollen wir von der ganzen Geschichte natürlich auch was haben. Das heißt, der Dienst muss natürlich jetzt auch laufen. Und das erreichen wir, indem wir folgende Befehlszeile verwenden. Sudo systemctl enable now ha-network.service. Enter. Target ha-network services, bla bla bla. Okay, der Link ist drin und das ist gut. Zum nächsten Schritt. Wir brauchen unseren virtualen Manager und den finden wir unten über Menü und da geben wir kurz ein Wirt und schwubbeldiwupps. Gut, wir legen uns eine neue Maschine an mit hier oben neue virtuelle Maschine. Vorhandenes Festplattenabbild importieren, das ist das, was wir brauchen. Dann müssen wir natürlich jetzt unser Image raussuchen. Das haben wir kopiert, weiter oben. Das war das mit den verschiedenen Kopieren, habe ich euch erklärt, HOS. Ich habe sie umbenannt, die Datei. Hat jetzt die momentane Größe von 32 Gigabyte. Sie wird aber auf 62 Gigabyte dann anschwillen. Mit dem ersten Neustart vom HOS fängt er erstmal an, Supervisor und seine Packages und Updates zu holen. Das wird dann auch eine Zeit lang dauern. Choose Volumen, das Abbild auswählen, dann haben wir es drin.
Dann hier unten ist etwas unscheinbar. Da musst du aufmachen und da wird jetzt auch nicht viel angezeigt. Ist ein bisschen ungünstig das Feld, aber mein Gott, was soll's. Wir schreiben hier einfach mal DEB für Debian. Und ich weiß, dass das Image auf einer Debian-Distribution basiert, aber wenn man schreiben könnte, wäre es natürlich gut. Ihr könnt natürlich auch die Generik hier nehmen, Generik Linux 2024, aber mit dem 13er ist es doch ein bisschen zugeschnitten auf das System. Wie viel Dampf geben wir der Kiste? 2048 wäre mal ganz okay. Wir machen jetzt aber ein bisschen mehr. Wir machen hier mal 6000 rein, 6000 Speicher. Und wir hätten mal gern 6 Prozessoren. Ich kann es mir rausnehmen. Ich habe hier entsprechend viele Cores am Laufen. Wenn du die Werte hier hochsetzt, wird die Installation um einige schneller gehen. Wir setzen die dann später einfach wieder zurück, ein bisschen runter auf die Standardwerte, die jetzt vorgegeben waren. 2 CPUs, 2 oder 4 GB Speicher reicht eigentlich dann auch absolut aus. Nur wie gesagt, für die Installation, für den ersten Aufruf ist das hier eigentlich schon mal ganz geschickt. Dann gehen wir auf Weiter. Dann können wir hier natürlich jetzt angeben, eine Maschine benennen, wie wir sie brauchen. Meine Maschine wird da heißen HAOS. Der Fantasie sind dir keine Grenzen gesetzt, darfst du dir aussuchen, was du willst. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Haken hier. Konfiguration bearbeiten vor der Installation. Den müssen wir setzen, wir müssen da noch ein bisschen was umschrauben. Gut, dann schauen wir uns noch kurz Netzwerkauswahl an. Hier haben wir ein virtuelles Netzwerk, Default NAT. Das lassen wir mal so. Wir können nochmal draufklicken. Hier könnte man jetzt zum Beispiel auch das Bridge oder MAC-V auswählen. Lasst das aber einfach auf NAT stehen. Das funktioniert dann schon. Fertig. Nächste Runde. Default Netzwerk ist nicht aktiv. Da sagen wir ja. Das wollen wir natürlich mal starten. So, dann kommen wir hier zu diesem Fenster. HOS, Beschreibung, KVM, bla bla. Chipsatz Q35 lassen wir. Nach dem Chipsatz kommen wir zur Firmware und bei der Firmware wird es ein kleines bisschen interessanter. Müssen wir mal kurz aufmachen. UEFI alleine wird nicht funktionieren und diese 3 hier oben, die gehen auch nicht. Der könnte noch funktionieren. Da hängt es darauf an, was du normalerweise so drin hast in deiner Kiste. Normalerweise funktioniert der untere hier ganz gut. x86, 64, USR Share, OVMF Code 4 MFD. Das ist das UEFI, was wir verwenden. Das müsste auch bei den meisten funktionieren. Wenn du natürlich jetzt ein bisschen abweichende Hardware hast und das nicht geht, musst du mal einen von diesen anderen 3 hier ausprobieren. Da kann ich dir jetzt auch nicht sagen, wie man das rauskriegt, welches da die richtige ist. Das musst du ausprobieren. Wir nehmen den, da weiß ich, das funktioniert auf meinem Rechner. Zumindest hat es auf meinem anderen Testrechner funktioniert. So, dann brauchen wir noch unseren USB-WLAN-Stick. Der USB-WLAN-Stick, der sollte jetzt an ein Gerät angeschlossen sein. Dann können wir hier unten sagen, Gerät hinzufügen. Also das ist, wenn du jetzt nicht per Kabel angeschlossen bist, sondern per WLAN arbeitest. Dann brauchen wir ein unabhängiges WLAN-Modul oder ein zweites WLAN-Modul, das wir einfach verwenden können. Und das ist in der Regel einfach am einfachsten mit dem USB-Stick. Dann brauchen wir USB-Host-Geräte. Und ich habe hier ein Realtek Semiconductor RTL. Das ist also der Chipsatz. Da kann ich euch noch einen Tipp mitgeben. Der Chipsatz RTL, das ist also Realtek, das ist so, was am meisten, am gängigsten ist. Das kennt Home Assistant auch eigentlich immer ohne Probleme. Ganz schlechte Karten habt ihr, wenn ihr jetzt lossteigt und sagt, oh, ich brauche noch einen USB-Stick und ihr holt euch einen MediaTek. Der wird nicht gehen. Kann ich gleich sagen. MediaTek wird nicht gehen. Schaut, dass ihr einen RTL-Stick kriegt, also RTL-Chipsatz. Dann seid ihr fein raus aus der Geschichte. So, dann gucken wir jetzt noch mal ganz kurz hier drüber. USB-Umleitungen, da brauchen wir jetzt nichts mehr. Video brauchen die könnt ihr nachher hinzufügen, wenn ihr jetzt noch Bluetooth-Sticks habt, die hinzufügen wollt für euren Home-Assistent. Könnt ihr dann später mal machen. Jetzt erstmal die Grundkonfiguration, dass ihr da reinkommt und mit dem Ding auch arbeiten könnt. Alles andere machen wir später oder macht ihr dann später. Auch die Zigbees, die tragt ihr dann hier ein unter USB-Umleitungen, da werden die eingetragen, dann funktioniert das. Was wir jetzt hier brauchen, ist erst einmal fertig klicken und dann ist hier oben Installation beginnen.
Also jetzt nicht unten einfach auf Apply gehen oder sonst irgendwas, sondern hier oben wirklich Installation beginnen. Installation beginnen, führen wir aus. Ja, es gibt nicht angewendete Änderungen, die möchten wir speichern. Ja, ist klar, weil wir ja nicht über Apply gehen, wir müssen ja hier oben über den Button gehen. Wenn ich unten auf Apply gehe, fliegt mir das alles raus und du darfst von vorne beginnen. Du musst nicht, du darfst. Ganz wichtig. Installation, also beginnen und die Änderungen anwenden. So, dann sollten wir uns eigentlich soweit alles einig sein. HAOS wird ausgeführt, das schaut gut aus, die Maschine bootet schon mal. Das ist ein positives Zeichen. Unser Linux rattert nach oben. Und wir können mal hier auf unseren Hardware-Monitor gucken. Also der virtuelle Speicher ist jetzt noch gar nicht angestiegen. Mein Server läuft ja schon in der Swap-Auslagerungsdatei. Der Memory ist ja schon voll. Na, er hat jetzt hier 5%, also steigt jetzt gerade ein bisschen an. Könnt ihr gerne hier ein bisschen im Auge behalten. Dafür haben wir diesen Hardware-Monitor. So, unsere Maschine ist oben. Läuft. Und hier steht eigentlich alles, was wir brauchen. IPv4-Adresse 192.168.122.114. Und dann haben wir ja auch dabei stehen, das ist unsere WLAN-Schnittstelle, unsere WLAN-Karte im Linux. Und das ist WLP2S0U1. Das ist eine zweite WLAN, da kommen wir dann noch dazu. Die hat keine Adresse. Jawohl, das ist nun mal leider so. Aber das ist kein Problem für uns. Gut, wir brauchen jetzt unseren Internet Explorer und da geben wir jetzt ein 192 hier oben die Adresse, die uns die Homepage auch sagt. Ich habe den Teil jetzt übersprungen. Hier wird jetzt erstmal heruntergeladen. Hier muss jetzt erst einmal alles downloaden. Der wird jetzt erst einmal eine halbe Stunde laufen oder wenn du eine schnelle Leitung hast, 10, 15 Minuten. Und wird Home Assistant Supervisor runterladen, Home Assistant Updates, die ganzen Container, die er noch im Hintergrund braucht. Und dann dauert es ein bisschen. Das Ergebnis wird dann sein, dass du hier hinkommst. Backup hochladen. Home Assistant Cloud kannst du dich anmelden, wenn du da eine Sicherung hast. Oder mein Smart Home erstellen. Mein Smart Home erstellen ist easy, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Da legst du einfach alles neu an. Du legst deinen Account an, meldest dich an. Und kannst dann deine Instanzen und Geräte suchen und hinzufügen. Wir machen das etwas umweglichere, das etwas aufwendigere. Wir laden ein Backup hoch, weil das Backup für uns relevant ist, da wir, oder beziehungsweise da ich natürlich die ganzen Daten aus dem alten Home Assistent übernehmen möchte. Und dann gehen wir mal einfach in unsere alte Docker-Installation hier rein. Ich kann also aus dem Docker auf HAOS die Daten komplett übernehmen. Das geht, HAS und HAOS untereinander gehen auch. Und wie gesagt, Docker kannst du genauso rüberziehen. Wir wollen es natürlich zeitnah, wir wollen natürlich unsere Energy-Sachen und unsere Werte, Sensorendaten und die Datenbanken, die Statistiken alles übernehmen. Mit so wenig Ausfall wie möglich. Dann brauchen wir das System. Backups. Ganz wichtig, hier unter Einstellungen, Backup einstellen, kannst du nochmal deinen Backup-Sicherheitscode raussuchen. Du kannst ihn aber auch jetzt einfach zum Übertragen natürlich entfernen. Dann sparst du dir die Code-Eingabe, da du es ja selber manuell gerade umziehst. So, es sichert zwar automatisch, aber ich hätte dann doch ganz gerne so nah wie möglich zeitnah jetzt natürlich ein aktuelles Backup und sage deshalb jetzt Backup erstellen. Dann die automatischen Einstellungen. Ich sichere in den automatischen Einstellungen natürlich immer alles. Wenn du die da unsicher bist, musst du dann nochmal reingucken. Unter Einstellungen sichert der mir auch wirklich alles, was ich brauche. Wenn du nicht sicher bist, was du hier eingestellt hast, guck da vorher nochmal nach. Wenn alles passt, automatisches Backup starten. So, dann läuft jetzt hier unten. Das dauert einen Moment. Ich mache euch auf Pause dabei. Gut, das ist soweit durch. Jetzt findest du das natürlich in deiner Verzeichnisstruktur auf deiner alten Installation. Habe ich jetzt hier 10:20 Uhr. Das ist mein Backup, das habe ich erstellt. Da kopiere ich mir den ganzen Ordner einfach runter und füge den auf den Desktop hinzu. Zurück zu unserem Leon-Netbook. Hier müssen wir jetzt die Sicherung einspielen. In unserem Video machen wir das mit Backup hochladen. Möchte natürlich mein altes Zeug haben.
da fällt mir jetzt natürlich gerade noch ganz was anderes siedend heiß ein. Ich bekomme natürlich hier ernsthafte Probleme, wenn ich jetzt eine neue Instanz hochziehe auf einer anderen Maschine und da dann auf meine Identitäten und Geräte zugreifen möchte. Das wird rauchen. Da kommen die Geräte in Konflikt, das wird nicht klappen. Ich muss also hier meine alte Installation unter Docker herunterfahren. Gesichert habe ich, kann ich runterfahren getrost, bleibt mir nichts erspart, kann mir nichts passieren. So, damit ist der weg. So, Backup hochladen, Datei auswählen. Dann brauchen wir hier Schreibtisch, da habe ich sie hinkopiert. Automatical Backup. Das braucht ihr nicht entpacken, das braucht ihr gar nichts. Wie gesagt, das zieht ihr einfach da, wo ich euch gezeigt habe, unter eurer alten Installation raus. Oder ihr macht einfach ein neues Smart Home erstellen. So, Backup wiederherstellen. Das wird jetzt wieder ein bisschen dauern, weil ich da doch ziemlich viel Zeug drin habe. Ich mache euch dabei wieder auf Pause. Gut, die Sicherung ist abgeschlossen. Melden wir uns einfach mal hier an. Und nach der Anmeldung sind wir also schon mal drin. Sehen wir auch schon. Und jetzt haben wir natürlich hier das Problem, nicht verfügbar, nicht verfügbar, nicht verfügbar. Hier sind einige Sachen natürlich jetzt irgendwie nicht geladen. Wir haben das auf ein neues System rübergezogen. Und jetzt starten wir noch einmal entsprechend die Identitäten nach, die Geräte und so weiter, was davon noch nicht confirmed ist. Geräte und Dienste. Da haben wir einen Einrichtungsfehler. Neu konfigurieren. Das heißt, wir müssen uns jetzt bei Tuya einmal neu anmelden. Dazu müsst du auf deinem Handy in die Smart-App reingehen oder in die Tuya-App. Je nachdem, was du installiert hast. Und unter Profile findest du dann Scannen und dann scannst du diesen Code ab und sagst auf deinem Handy Login bestätigen. Das geht beim ersten Mal oft schief, weil der Code veraltet ist, weil der muss erst den neuen speichern. Wie gesagt, oft geht es erst auf den zweiten Versuch. Und jetzt hat er den Code auf dem Handy genommen. Das Handy sieht jetzt zwar nicht, aber das ist okay so. So, Tuya-Anmeldung war erfolgreich. Schließen. Dann gehen wir mal eins zurück, ob er uns jetzt alles gefunden hat. Tuya wird gerade noch initiiert. Das setzen wir kurz aus. Mit einem Blick auf den Home-Bildschirm und die Main-Basic-Funktionen sagen mir eigentlich, dass das alles funktionieren müsste. Ja, jetzt ist ausgeschaltet. Schalten wir es mal ein. Schaltet auch. Gut. Unsere Netzwerkkarte als nächstes. Wir müssen als allernächstes unsere Netzwerkkarte unter Einstellungen, System, Netzwerk konfigurieren. Und hier haben wir jetzt zwei Netzwerkschnittstellen. Welche du konfigurieren musst, siehst du hier auf dem Home Assistant Startbildschirm. Und zwar hast du hier WLP2S0U1 und No Address. Das besagt uns, das ist diese Netzwerkkarte. Das ist WLAN. Dann gehen wir auf WLAN suchen. Wir müssen natürlich das WLAN setupen, ist klar. Dann haben wir hier ein Pre-Shared Key. Dann müssen wir jetzt unser WLAN-Passwort eingeben und speichern. Hat nicht funktioniert. PSG, WLAN-Passwort. Dann schauen wir hier unter DNS noch einmal nach. Da könnten wir jetzt natürlich noch alles Mögliche einstellen. Automatisch IPv4 Gateway-Adresse bezieht automatisch. Den DNS-Server hätte ich dann doch ganz gerne geändert, weil ich einen Pi-Hole verwende. Speichern. Jetzt müsste ich eigentlich... Cool, hat er gemacht. Und wir laufen unter der IP-Adresse, die vom DHCP bekommen hat, unter der 111. Haben wir natürlich noch das eine Manko. Diese IP-Adresse sollten wir natürlich dann im Router fest zuweisen. Also da für MAC-Adresse feste IP-Adresse ist statisch zuweisen, die IP-Adresse, damit die sich nicht ändert. Gut, dann haben wir das drin. Dann schauen wir nach, ob unser Remote-LAN-Zugriff auch funktioniert. Wir hüpfen mal kurz hier in unseren Safari rüber. Nehmen wir eine neue Seite.
HTTP 192.168. Ja, Punkt ist immer gut. Dann haben wir gesagt, wir haben die 111 und dann brauchen wir nämlich den Port 8123, den müssen wir natürlich mit angeben. Jetzt müsste unser Home-Assistent hier eigentlich ganz gemütlich andackeln. Jawohl, und da ist er auch schon. Das alte Spiel, wir müssen uns anmelden. Die Anmeldeprozedur habe ich euch natürlich rausgelassen. Das müsst ihr nicht unbedingt sehen. Und wir sehen hier jetzt auch ganz gemütlich, dass wir hier, wo ist meine Maus? Hier oben unsere IP-Adresse von der realen Maschine drin haben. Und wir sehen, dass hier alles vorhanden ist. Dann schalten wir mal hier ein bisschen was. Es ist aus, es ist an. Schauen, ob der Ventilator anläuft. Läuft an. Die Klimaanlage geht an. Jo, hat gepiept. Fängt auch an zu rütteln. Stromsensoren sind auch da. Jawohl, Powerflow ist da. Das wäre das eigentlich jetzt gewesen. Wir wollen das aber komplett haben und deshalb gibt es jetzt noch ein bisschen Extras dazu. Wir müssen uns nämlich noch die Trusted Proxies anschauen. Die wiederum stehen in der Config YAML und die wiederum liegt da, wo wir nicht drankommen oder nicht so easy. Deshalb holen wir uns ein Tool aus dem Add-on Store. Das ist sehr wichtig, solltet ihr auf jeden Fall installieren, ebenso wie Samba. Samba ist nur der Tipp, bitte einfach, den solltet ihr dazu installieren für Sicherungen und so weiter. Wir begrenzen jetzt erstmal auf den File-Editor. Einstellungen, Apps. Wir haben noch nichts installiert, also bitte erstmal hier klicken, um das Ganze zu durchsuchen. Dann brauchen wir File-Editor. Ich habe natürlich nie Add-on installiert gehabt, weil ich natürlich eine Docker-Version hatte und da gibt es keinen Supervisor oder Add-on-Store. Das ist immer so eine Geschichte, da muss man sich dann eigene Docker-Container einrichten und die werden natürlich dann jetzt von Docker nicht auf HAOS übernommen, sondern man muss hier das ein bisschen reinbasteln alles. Aber du klickst hier unten auf OK, dann wird der File-Editor installiert. Ist auf alle Fälle ein Tool, das braucht ihr immer wieder, wenn ihr an der Config was ändern müsst. Und das ist eigentlich der Hauptanwendungsplatz für dieses gute Stück. So, Watchdog, diese App, Absturz automatisch neu starten. Ja, das ist ganz witzig. Automatische Updates, ne, brauchen wir in dem Fall nicht. In der Seitenleiste anzeigen. So, da ist jetzt hier auch unser File-Editor aufgetaucht, hast du gesehen. Und wir machen jetzt erst einmal starten. Aktivieren uns das Ganze. Dann Benutzeroberfläche öffnen. Wir wollen eh dahin, also kann man das gleich von hier aus machen. So, dann haben wir hier oben Browse File System. Und hier müssten wir unsere Configuration YAML. Die brauchen wir jetzt. Gut, das ist hier unser Bereich Type Use X Forward for True. Na, das ist der HTTP-Bereich, Trusted Proxies und dann kommt hier 127. Das ist die alte Konfiguration natürlich jetzt, die ich auch unter Docker drin habe. Ob du jetzt neu installierst oder nicht, diesen Bereich auf alle Fälle nochmal abchecken, sonst kann es sein, dass Home Assistent zum Beispiel jetzt über der lokalen IP, wie wir sie hier haben, unter der 1.22 hier oben, 1.1.4 läuft, aber nicht im LAN unter der 192.168.10111 Doppelpunkt und der Port und dass dann gar nichts geht. Jetzt hat er es eingefügt. Gut, die baut sich wie folgt auf. Hier wird hier folgende Inhalte. Trusted Proxies. Das heißt, der Localhost darf erstmal, dann haben wir quasi den Localhost unter IPv6. Dann haben wir Docker Netzwerkbereich. Na, ich habe das ja mal ein bisschen rein kommentiert. Dann habe ich jetzt die lokale IP-Adresse, die wir auf der VM haben. In der VM läuft das Ding hier unter Original dieser IP-Adresse hier oben 192.168.122 und die 114. Die haue ich rein und dann deine zweite LAN-Karte. Das ist die hier. Das ist das, was wir unter Network eingerichtet haben. Die zweite Netzwerkkarte, wo ich von jedem anderen lokalen LAN drauf zugreifen kann.
Also alles, was im LAN ist, jeder Rechner ist, kann Home Assistant aufrufen. Es muss ja nicht sein, dass ich immer irgendwie zu einem Dashboard laufen muss, sondern dass ich auf jedem Rechner einfach meinen Home Assistenten aufrufen kann und sagen kann, hey Junge, wir haben mal die Klimaanlage an, mir ist zu heiß. Dafür ist das ganz witzig, oder mach dich aus und ich habe keinen Bock mehr auf dich. Gerade wenn man wieder mal mit Siri spricht, weil Siri ist immer noch eine totale Katastrophe. Aber das ist ein anderes Thema. Okay, wir haben das jetzt abgeändert. Trusted Proxy, wie gesagt, da nochmal reingehen, das kontrollieren, anpassen und dann tun wir das Ganze speichern. File Save Successful. So, dann schmeißen wir nochmal ganz kurz einen Blick. Wir haben jetzt hier File, ich bin jetzt wieder auf Safari zurückgegangen, der ist mir einfach lieber. Das heißt, ich greife jetzt von meinem Mac auf die entfernte Docker-Maschine zu. Das ist remote. Dann läuft das auch. Dann seht ihr auch, dass das passt. So, wir können mal sehen, Energie, mein Problemkind. Habe hier immer sehr viele Verbindungsabbrüche durch schlechtes Internet und Überlastung der Maschine. Docker Desktop für Windows, ja, unter Hochlast ist das nicht so unbedingt der Renner. Und da seht ihr, ich habe einfach immer ziemlich viel hier oben nicht erfasster Verbrauch, obwohl eigentlich alles außer Klimaanlage erfasst wird. Das heißt, es dürfte überhaupt kein nicht erfasster Verbrauch vorliegen. Und das dürfte jetzt eigentlich auch mit der Konfiguration weg sein. Aber man sieht hier, dass er die Daten übernommen hat. Wir können das ja auch mal hier gut durchklicken. Ja, das hat sich in letzter Zeit also ziemlich summiert. Da hat man gerade vorhin gesehen, habe ich schon rumgebastelt gehabt. Ja, das wäre jetzt mal so eine typische Kurve, wo alles funktioniert hat. Da hat er anscheinend gutes Internet gehabt an dem Tag. Oder die Maschine war besonders gut ausgelastet oder gar nicht. Da hat er wieder sehr viel gehabt. Das ging bis 16 Uhr. So lange habe ich die Klimaanlage garantiert nicht laufen, weil die schaltet sich 8 Uhr morgens generell auf Offline und geht erst abends wieder an, weil ich bin nicht nach Thailand ausgewandert, um zu frieren. Okay, gut. Genug der Stromsachen. Wie gesagt, hier haben wir unseren File-Editor drin. Der ist auch drin. Unsere Aktivitäten sind auch übernommen worden. Du siehst also, es ist wirklich alles drin, was du brauchst. Dann schauen wir nochmal unter Einstellungen, Geräte und Dienste. Und hier siehst du auch, es ist wirklich alles geladen, er hat alles übernommen. Und das war es eigentlich auch schon. Okay, dann bleibt uns noch ein letzter Punkt. Und zwar, wir wollen die Maschine natürlich automatisch starten. Das heißt, sollte uns die Kiste mal abschmieren, Strom ausfallen oder sonstiges, dann hätten wir das natürlich ganz gern, dass hier unsere Home Assistant Installation wieder gestartet wird. Und das erreichen, indem man wird SH eingeben und Autostart und dann den Namen unserer Maschine, AAOS in meinem Fall, habe so ich sie getauft. Dann ist das wohl nicht. AAOS, nein, doch, das müsste sein. AAOS. Sudo würde SH Autostart AAOS. Unser Kennwort. Will er mal wieder wissen. Und Domain AOS, make it as Autostart. Damit haben wir das auch drin. Und dann kommt noch ein letzter Punkt. Es ist das automatische Shutdown-Problem. Wenn wir die Maschine neu starten oder wenn wir sie herunterfahren und ausmachen, dann haben wir das Problem, dass wir zwar das Abschaltsignal ACPI direkt an die KVM schicken können, beziehungsweise an unseren Home Assistent. Home Assistent allerdings nicht schnell genug darauf reagiert. Der Host killt die Maschine nach einem Timeout hart. Das heißt, es ist genauso, als wenn du eigentlich den Stecker ziehst, der Blitz einschlägt, oder du einfach den Ausschalter gedrückt hältst, bis der Kasten ausgeht, oder den Reset-Knopf drückst. Das kann auf Dauer den Home Assistent natürlich die Installation auch beschädigen. Im Home Assistent legt seine Daten allerdings eigentlich recht gut und startet bei jedem Neustart eine Überprüfung der Datenbank, ebenfalls auch eine kleine Reparatur. Deshalb wichtig, bevor du den Linux-Host ausschaltest, fahr Home Assistent immer manuell über die Konsole herunter. Und hier kannst du jetzt über die Knöpfe hier oben, Klick, virtuelle Maschine herunterfahren auswählen. Sollte dieses Video geholfen haben
und du es gut finden, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch nie wieder ein Video auf diesem Kanal. Dann produziere ich ja diese Videos für euch in meiner privaten Freizeit, auf meine privaten Kosten, private Hardware und so weiter. Und wenn du es gut findest, was ich hier tue, würde ich mich freuen, wenn du diesen Kanal finanziell unterstützen würdest. Spendenlinks findest du am Ende der Videobeschreibung oder auch im Blogbeitrag, wo natürlich alles nochmal verlinkt ist und die Skripte und CLIs auch zum Rauskopieren findest. Solltest du dennoch weitergehende Probleme haben, Hilfe benötigen, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweiter remoter Dienstleister. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde, ohne Abo, ohne Ecken, Haken und Ösen, ohne Vertragsbindung, Auftrag gegen Rechnung und gut ist die Geschichte wie in den guten alten Zeiten. In diesem Sinne, gehabt's euch wohl und bis zum nächsten Video.